Jetzt sind wir im Teil 2 und im Teil 1 hatten wir bereits das Autoradio getauscht mit entsprechenden Adaptern, damit das alles richtig ist. Jetzt kommt der Kick obendrauf und zwar mit unserer Match Easy Sound Performance Anlage. Die kostet nicht viel, ist super leicht zum Anschließen. Wir bauen die jetzt ein, das heißt der kleine Verstärker kommt unter das Armaturenbrett hinter das Handschuhfach, zeigen wir euch alles, wie das wegmontiert wird. Wir verlegen ein Kabel ganz nach hinten bis in den Kofferraum, wo der kleine süße schnucklige Subwoofer steht und das war's und stellen die Anlage auf das Fahrzeug ein. Da haben wir ja verschiedene Einstellmöglichkeiten, Setups, die wir für euch entsprechend konfiguriert haben. Und los geht's jetzt im Teil 2 Soundanlage im Audi B7. Das Handschuhfach bauen wir jetzt weg mit ein paar Schrauben. Es sind, glaube ich, insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schrauben, die zu lösen sind. Dann können wir das ganze Handschuhfach wegnehmen, um die Endstufe und die Verkabelung hinterm Handschuhfach sauber zu bewerkstelligen. So, dann machen wir das gute Stück jetzt mal weg. Alles entriegelt. So, da hinten ist unser Kühlschlauch vom Kühlschrank. Den müssen wir nachher da hinten wieder einführen. Und ansonsten können wir das natürlich hier mal wegklippen. Das ist unser Licht. So, raus damit. Unsere kleine DSP-Endstufe. Da haben wir ja gesagt, machen wir unter das Handschuhfach rein. Das funktioniert auch wunderbar an dieser Stelle unten hinter dem Kabel rein geklemmt. Da können wir vielleicht noch ein bisschen Schaumgummi hinten mit reinmachen, damit das alles richtig vibrationsfrei ist. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir mit unserem Anschlusskabel an unseren Radioschacht kommen. Hier links durch Kabel und das Kabel, das ziehen wir jetzt da mal durch. So, aber jetzt haben wir quasi unseren Anschluss, der jetzt dann zur Endstufe geht. Der muss halt auch verfügbar sein. So, da kommt unser Kabel für den Remote Controller noch dran, das wir jetzt auch gleich mit reinmachen. So, gut. Und die kommt jetzt da unten rein. So, einmal das Kabel komplett da drüber. Dann ist die genau an der Position, wo das Handschuhfach hier aufhört und bis davor geht. Also funktioniert problemlos. Jetzt haben wir auch schon alles angeschlossen. Schauen wir, dass wir die Kabel so haben, dass hier nichts im Weg umgeht. Und jetzt bis zum Radioschacht geht. Dies hier ist ein Ausschnitt aus Teil 1, weil hier haben wir das Antennenkabel für DAB komplett von hinten nach vorne verlegt. Und hier nutzt man natürlich auch gleich die Gelegenheit, das Subwooferkabel für unsere Soundergänzung auch gleich mit im gleichen Atemzug zu verlegen. Damit die Kabel gut ausschauen, wenn sie so unterm Sitz liegen, machen wir hier immer ein schönes Bitumenbad und fixieren dort unser Kabel. So. Das dickere Kabel hier ist unser Subwoofer-Kabel und auch das fixieren wir hier mit unserem Bitumenband. So. Und das können wir jetzt alles schön nach vorne weiter verlegen, das Kabel. So. Sitz nach hinten. Und Kabel da rein. Unser Subwoofer-Kabel hat leider nur eine gewisse Länge und hat am Anfang und am Ende einen passenden Stecker für die ganzen Verbindungen. Insofern müssen wir jetzt leider, weil wir tatsächlich bis zum Radioschacht kommen müssen, um unser Kabel hier an unserem ISO-Kabelbaum von der Match-Endstufe mit anzuschließen, ein bisschen verlängern, und zwar um einen halben Meter. Und das mache ich jetzt erstmal. So, von hier aus verlängern wir die Kabel. Entsprechend müssen wir sie leider auch verlöten oder mit Quetschverbinder machen. Ich selber löte es jetzt hier. Ihr könnt natürlich daheim auch die roten Quetschverbinder nehmen. Aber ich mache es hier einfach mit dem Lötkolben und Schrumpfschlauch.
So, jetzt haben wir unser Subwoofer-Kabel um einen halben Meter verlängert. Das wickeln wir natürlich jetzt auch schön zusammen, damit das wieder nach was ausschaut. So, Subwoofer-Kabel verlängert. Nehmen wir jetzt und tun es auch richtig schön hier mit dem anderen Kabel verlegen. Jetzt haben wir alles da, um unsere Verkabelung zu vervollständigen. Wir haben nämlich hier dieses ISO-ISO-Kabel und wir haben hier die ursprüngliche ISO-Verbindung vom Fahrzeug her, von unserem CAN-Bus und können das jetzt dazwischen stecken. Wir machen jetzt also nichts anderes, als unseren ISO-Anschluss von der Endstufe zu nehmen, hier einzustecken und die freien Leitungsenden wieder da einzustecken, wo sie gerade eben waren. Damit habe ich jetzt praktisch das Ganze zwischen reingeschleift. Jetzt holt sich die Endstufe praktisch den Sound von den vorderen 2 Lautsprecherausgängen vom Radio, geht in die Endstufe rein, wird aufbereitet durch den Soundprozessor und der Leistung und gehen jetzt zu den entsprechenden Lautsprechern über die Originalverkabelung. Und unseren Subwoofer, den wir gerade eben nochmal verlängert haben, den haben wir ja hier, der wird jetzt direkt an die anderen 2 Ausgänge mit dran angeschlossen. Der bleibt quasi frei, das wäre bloß für eine komplette 4-Kanal-Verkabelung. Wir bleiben aber bei Frontsystem und Subwoofer, so wie das System an sich auch abgestimmt ist und können das direkt hier so einstecken. Und das war's an für sich mit der Verkabelung, weil auch unsere Endstufe, wie man hier sieht, die Stromversorgung, Dauerplus und Masse sich auch über die Originalkabel vom Fahrzeug hier holt. Was ich euch jetzt gezeigt habe, ist dann möglich, wenn man einen Austauschradio, also einen Nachrüstautoradio bereits installiert hat, der solche ISO-Anschlüsse hat. Jetzt haben wir ja, wie im Teil 1 schon bekannt, einen Quadlock CAN-Bus-Adapter hier drauf gesteckt. Das machen wir mal alles wieder raus. Das war die Adaption, die wir bereits reingemacht haben, um ein Nachrüstradio richtig anzubinden. Wenn wir jetzt sagen, nein, ich habe gar kein Nachrüstradio, ich habe das originale Radio, dann hätten wir folgende Ausgangssituation. Mein originales Autoradio, das Audi-Autoradio, das war ja hier an diesem Quadlock angesteckt, an diesem Hauptzentralstecker. Mit der Antenne, mehr war gar nicht da. Das ist die DAB-Antenne, die hatten wir vorher noch gar nicht drin. Also das sind unsere 2 Hauptanschlüsse. Jetzt passt es natürlich nicht zusammen mit dem ISO-ISO-Anschluss, den unser beigelegtes Stromversorgungskabel von unserer PP41 hat, also unserer Digitalprozessor-Endstufe. Jetzt gibt es einen Adapter und zwar, den werden wir euch auch im Videobeschreibungstext unten mit ergänzen und mit Artikelnummer. Der macht nichts anderes als Folgendes. Wir können jetzt auf unseren Quadlock-Anschluss vom Originalen gehen und hier drauf adaptieren. Machen das zu. Jetzt habe ich hier genau die gleichen Kabel wie gerade eben eingangsseitig, trenne das aber auf. Jetzt habe ich hier die Möglichkeit, rein theoretisch, das Kabel 1:1 dazwischen zu stecken und ich hätte wieder meinen Quadlock-Anschluss, den ich am Audi Autoradio anstecken kann. Jetzt habe ich aber hier eben genau diese Verbindung, das nennt sich jetzt T-Kabelsatz, wo ich jetzt mit meinem Anschlusskabel von meiner Easy Performance Soundanlage dazwischen gehen kann und das Ganze so einstecken kann. So, fertig. Das heißt, ich habe hier wieder mein originales Autoradio zum Anschließen, habe aber trotzdem meine komplette Soundanlage über neue Kabel dazwischen geschleift und habe jetzt den vollen Hörgenuss durch ein bisschen Plug and Play. Stromkabel und Subwooferleitung haben wir ja schon verlegt. Was im Lieferumfang noch mit dabei ist, bei dem Sound Performance Paket ist eine Fernbedienung für den Subwoofer, für den Pegel, den ich praktisch als Gain einzeln nutzen kann. Und den müssen wir noch irgendwo unterbringen. Den hätten wir jetzt irgendwo im Handschuhfach vielleicht installieren können. Irgendwo unten drunter, wo man mit der Hand hinkommt. Mir ist aufgefallen, beim B7 gibt es hier drin die Möglichkeit, hier ist ein Loch darunter, unter diesem Gummi. Ja? Da können wir das Kabel nach unten durchziehen. Das heißt, hier können wir da an der Seite können wir ein bisschen durchlangen.
und ziehen das Kabel hier einmal durch. So, jetzt können wir das Ganze hier so weit runterziehen, dass es schon fast selbstständig hebt. Damit es aber richtig gut hebt, was kommt hier zum Einsatz? Natürlich Bitumenband. Das ist perfekt für sowas, weil wir das unten schön einkitten können. Hier runter und jetzt ziehen wir das Ganze nochmal da runter. So, und jetzt können wir jetzt so richtig schön da rein kneten. Nochmal anziehen. Das war's. Und das Ding ist doch jetzt so fest, dass es cool ist. Und da kann ich aus dem Handgelenk jetzt raus in Zukunft meinen Subwoofer laut und leise machen. Den Basscontroller, den können wir jetzt direkt hier, nee, natürlich nicht so rum, genau so rum hier einstecken und das Ganze schön hierher packen. So, das war's mit dem Nachrüsten des Equipments von der Hardware. Das können wir hier noch schön festmachen. Den Subwoofer, den stellen wir jetzt hier auch rein. Den kann man ja von der Seite hier anstecken. So, einmal Klick, genau. Dann stellen wir den da schön her und fertig. Wir haben jetzt hier die neuen Anschlusskabel auf ISO von unserer Nachrüst-Endstufe. Und das ist der Anschluss, wie wir es ursprünglich mal reingemacht gehabt haben, um das Radio zu installieren, um die originale Anlage zum Laufen zu bringen. Das Einzige, was wir jetzt machen, das ist diese ISO-Verbindung auftrennen und hier neu zusammenstecken. Das heißt, hier kommt der Stromanschluss, hier kommt der Lautsprecheranschluss und die neuen Anschlüsse, die wir hier von dem Stecker aus zur Verfügung haben, die stecken wir da wieder ein, wo wir gerade eben eingesteckt gehabt haben. Also super simpel. Das war's. Jetzt können wir es wieder anschließen und alles drin verstauen, weil jetzt haben wir alles bereits in Fahrt. Wir können mal kurz checken, ob ein Sound rauskommt. Tun wir mal schnell DAB dran. So. Das läuft schon anders wie vorher. Also, das heißt, wir bauen jetzt hier das Ganze wieder hier rein, stellen nachher noch an der Endstufe das entsprechende Setting ein, was wir für euch auch speziell auf die Endstufe aufspielen lassen haben. Und schauen dann den besten Sound, den wir davon abrufen können, hier einzustellen, damit derjenige hier richtig Spaß hat. Dieses coole Soundpaket, was wir euch ja damit anbieten und gerade im Moment eingebaut haben, haben wir modifizieren lassen, damit ihr das universell in eigentlich jedes Fahrzeug einbauen könnt. Und dazu haben wir auch im letzten Video eine Anleitung gemacht, wie weit man welchen Lautsprecher entfernt haben muss. Das heißt, wir gehen das jetzt nur mal kurz durch, weil wir haben jetzt hier kein kleines Auto, wir haben ein mittleres Auto, würde ich jetzt mal sagen. Das heißt, wir bräuchten jetzt eine Lautsprecherdifferenz von 45 cm. 16 cm Tieftöner sind da drin. Jetzt schauen wir mal schnell, wie groß die Differenz ist. Dazu nehmen wir jetzt das Mittelmaß aus dem Tieftöner und dem Hochtöner. Würde jetzt also sagen, hier wäre das. Und da habe ich jetzt zu mir, was haben wir hier, 90 cm in etwa. Ja? Und das gleiche auf die andere Seite. Moritz, mach mal gerade die Türe zu. So, das wäre jetzt der Punkt hier. 90 cm war es gerade eben und bis hier rüber habe ich, naja, so roundabout 1,35 m. Sind also tatsächlich 45 cm. 45 cm, das wäre jetzt wie hier mittelgroße Autos. Das wäre jetzt bei dem 16 cm Tieftöner, was hier unten in der Türe ist, das Setting 5. Und das wählen wir jetzt auch gleich mal. Brauchen wir ja nur auf die Tasten hier an der Seite draufdrücken. Da sind die zum Abrufen. Moment. 1, also das ist jetzt Setting 2, Setting 3, Setting 4 und Setting 5. So lassen wir das jetzt mal und jetzt machen wir mal einen kurzen Hörcheck. Moritz, magst du mit einsteigen? Wir geben es uns jetzt mal kurz. Ziel von unserer Prozessor-Endstufe und deren Einstellung, so wie wir es vorgegeben haben, ist ja, dass wir den Sound jetzt auf die Mitte vom Armaturenbrett bringen und das auch entsprechend nach Setting 3 oder Setting 6 vielleicht sogar ein bisschen hin und her schieben können, je nach Geschmack. Das heißt, ich habe meinen Sound nicht spürbar links, so wie es gerade eben noch war, weil keine Laufzeit
Laufzeitkorrektur überhaupt hinterlegt war. Von der Audi-Anlage haben wir jetzt einen Equalizer, der jetzt zwar auf Flat gestellt ist, den kann ich aber rein theoretisch natürlich mit meinem Radio hier noch ein bisschen anpassen, aber die Laufzeitkorrektur und die Frequenzweichen sind jetzt eigentlich sehr gut gewählt und damit haben wir jetzt den ersten geilen Plus-Effekt, ja, samt dem Subwoofer im Kofferraum. Okay, Sound. Sound ist, denke ich, es ist jetzt keine Diskothek, aber es ist einfach wieder mal ein kleines Stückchen mehr, ein Puzzlestein für guten Sound, weil wir haben ja noch nicht mal die originalen Lautsprecher getauscht. Das Austauschen der Anlage war ja nur mit Plug and Play mal schnell so ein Kofferraum so ein Subwoofer im Kofferraum und dafür habe ich jetzt ein richtig tolles Staging hier vorne dran. Die Lautsprecher hier vorne laufen jetzt auch ein ganzes Stück lauter als die hinteren, was dem ja gut tut für das Front Staging, also dass ich das Gefühl habe, hier vorne bei mir als Fahrer oder Beifahrer, da spielt sich die Musik ab und das ist ganz wichtig. Und ich habe jetzt auch entsprechend mehr Dampf. Das heißt, ich drehe jetzt hier weiter auf, kann höhere Lautstärken fahren mit weniger Verzerrungen. Das heißt, es macht einfach sichtlich mehr Spaß. Die Stimmen sind jetzt genau hier dran, wo ich sie mir eigentlich gewünscht habe. Und alles spielt sehr aus einem Guss raus. Das heißt, ich nehme gar nicht wahr, dass da hinten drinnen im Kofferraum noch ein Subwoofer steht. Und ich nehme auch nicht wahr, dass jetzt hier oder da irgendwelche Lautsprecher sind. Ich höre alles schön aus einem Guss, wie es halt für eine geile und für eine gute Anlage sich gehört. Was fehlt jetzt noch? Gar nichts. Natürlich auch ein fetter Subwoofer, riesengroße neue Lautsprecher mit einer riesen Endstufe. Alles für viel Geld, klar. Aber wer was fürs kleine Geld haben mag und eine schicke kleine Klangsteigerung drin haben mag, also wie ein Audi normal oder wie mit einem Bose oder mit einem Bang & Olufsen Soundsystem, da kommt man nämlich durchaus hin, nur durch das Austauschen dieser kleinen wenigen Komponenten. Und das alles mal so locker flockig nebenher. Je größer natürlich so ein Auto wird, umso weniger kommt der in den Vordergrund mit seinem Subwoofer. Das ist halt mal ein 16 cm Subwoofer, aber der spielt ganz nett. Er ist jetzt keine Druckmaschine, aber wie gesagt, da sind wir halt einfach auch in einer Anlagenkonzeption, die sich anders nennt und auch entsprechend teurer ist. Aber für unsere Bedürfnisse hier in diesem Konzept finde ich die Anlage nach wie vor echt eine coole Lösung. Für wenig Geld schnell eine neue Soundanlage drin. Wie ihr ja schon wisst, sind wir natürlich auch auf Instagram unterwegs, würden uns freuen, wenn ihr uns auch da folgt. Wir sind bei Facebook, auch da wäre ein Like ganz cool und hier bei YouTube einen coolen Kommentar von euch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, bring den geilen Sound zu dir ins Auto. Bis dann, euer Olli.